Die goldenen Regeln des Violinspiels. Gibt es die denn? Wenn ja, was könnten sie bewirken? Im Laufe meiner Unterrichtspraxis habe ich festgestellt, dass es doch bestimmte Gesetzmäßigkeiten gibt, die es erleichtern, ein klangschönes und sicheres Violinspiel aus technischer Sicht zu gewährleisten. Und da ist die erste goldene Regel, die ich immer wieder im Unterricht auch erwähnen muss, ist die allen vermutlich bekannte Regel links vor rechts. Also das heißt, die linke Hand muss immer vorbereiten, besonders bei Seitenwechseln, dass der Finger aufgesetzt ist, bevor der Bogen auf die neue Seite kommt. Das hat verschiedene Gründe. Erstens, weil die Seitenwechsel dann flacher werden können, also nicht so stark sozusagen kippen von einer Seite zack auf die andere, sondern ich habe eine Seite und dann gehe ich auf die nächste rüber und habe eine sehr runde Bewegung, flache Seitenwechsel. Das zweite ist, ich kann auch ein Vibrato schöner durchgeben von einem Finger zum anderen. Und dritte Möglichkeit auch, oder was wichtig ist, das nenne ich das Fingergedächtnis. Also wenn ich ein Stück so übe, dass der Folgefinger auf der Nachbarseite schon aufgesetzt ist, dann trainiere ich gleichzeitig mein Auswendigspiel. Ich habe sozusagen den Bewegungsablauf programmiert und die nächste Note, die ich spielen werde, ist schon am Platz. Das ist eine große Hilfe und erleichtert das Spiel. Ein Beispiel aus der Kadenz von Mozart A-Dur kennen alle. Da ist so eine, ich nenne es die Labyrinthstelle. Jetzt muss ich den Finger aufsetzen. Wieder. Und wieder wird der erste Finger vorher aufgesetzt. Wieder vorher. Jetzt kommt der Quintengriff. Vierter Finger. Und so weiter, ja. Also, wenn man diese Stelle so übt, dass immer der Finger vorher schon auf der Seite sitzt, wird die garantiert schöner klingen, als wenn man das gleichzeitig macht, Seitenwechsel und Fingerwechsel. Anderes Beispiel aus der Bach-Solosonate, berühmte Stelle. Und jetzt muss ich vorbereiten, dass der vierte Finger schon auch wieder vorbereiten, zweiter Finger sitzt schon. Also versuchen immer die linke Hand vorzubereiten, dass sie am Platz ist, wenn die rechte kommt. Dann ist die rechte ganz entspannt und kann wunderschönes Legato spielen. Das gilt nicht nur bei Bindungen, sondern auch, wenn hin und her gestrichen wird. Beispiel aus der H-Moll-Partita. Vorher aufsetzen, vorher. Ja, wenn ich jedes Mal beim Seitenwechsel den Finger vorher schon drauf habe, kann ich ein wunderschönes Legato spielen. Ich kann das übrigens auch mit der rechten Hand begleiten, die Vorbereitung. Also wenn ich spiele, linke Hand zuerst und ich gehe schon mit dem Handgelenk ein bisschen runter, bereite den Seitenwechsel auch hier vor. Hier, vorbereiten. Ja, also auch von der rechten Hand ein bisschen mit vorbereiten. Aber die linke ist das Entscheidende. Ja? Links vor rechts. Manchmal ist es sogar hilfreich, den ersten Finger gleich als Quintengriff aufgesetzt zu haben. Also gar nicht links vor rechts, sondern von vornherein. Da würde ich unbedingt den Quintengriff vorher aufgesetzt haben. Also nicht spielen. Ja, ist eine Erleichterung, spart Bewegung, wenn er gleich am Platz ist. Ja, das ist die Regel links vor rechts. Und jetzt kann jeder mal sein Repertoire überprüfen, wo man diese Regel anwenden kann und wo es vielleicht doch Ausnahmen gibt. Meistens gibt es für jede Regel auch eine Ausnahme. Und wenn ihr noch neue Regeln entdeckt, dann schreibt mir eine E-Mail, bergmannb@uni-mainz.de, zu finden auf der Homepage der Musikhochschule Mainz. Und dann freue ich mich, mit euch darüber zu diskutieren. Dankeschön.